Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der dritte Teil vom Streitkolbenbau, den Zwergischen. Ja, im dritten werden wir das Ganze jetzt pinseln, noch ein paar Abgüsse drauf machen und das Ganze soweit ein bisschen hübsch machen, dass das schön aussieht. Ich hoffe, die ersten zwei Teile haben euch schon gefallen. Dann seid mal gespannt, wie das ganze Ding nachher fertig aussieht. Ich bin selber mal gespannt. Wenn euch das ganze Thema interessiert, Abos nicht vergessen, Kommentare, Likes und Teilen gern gesehen. Ne? Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, auch immer gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, die ich mal bauen sollte oder sonst irgendwas. Ne? So, dann hoffe ich, das ganze Thema gefällt euch. Bleibt dran, wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal loslegen. Und zwar habe ich mir mal wieder so ein Lederband zurechtgelegt. Das mache ich dann immer, wenn ich was aufhängen will an das Teil, wo das Leiband ist. Na? So, dann fangen wir mal an mit dem Ganzen. Und zwar fangen wir hier oben an. Ich habe schwarzes Latex hier. Demnächst werde ich wieder mit Flexipaint. Das wird ja bald wieder die alte Formel zum Glück geben. Aber solange werde ich halt noch das Schwarz benutzen, was ich noch habe. Beziehungsweise Latex. So, dann fangen wir oben an. Das Ganze machen wir dann wieder so 6, 7, 8 Schichten. Ihr kennt das ja schon so ein bisschen. Also auf jeden Fall die, die öfters meinen Kanal sehen. Und wer noch nicht abonniert hat, Leute, vergesst abonnieren nicht, ne? Es sind noch viel zu viele, die mir immer gucken und gar nicht abonnieren. Das geht so nicht. Hey kid, don't ever let them get inside your head. So Leute, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe ja schon so ein paar Verzierungen dran gemacht. Bin jetzt noch am Überlegen, ob ich mehrere drauf mache. Also hier noch quasi. Oder halt nur so ein bisschen. Bin echt am Überlegen, ob ein bisschen weniger nicht auch mehr ist. Habe jetzt schon so ein bisschen die Abgüsse vorbereitet mit meinen Formen. Ne? So sehen die quasi dann aus, ja, wenn er das da rausholt. Ja, ich hoffe, das kann man so halbwegs erkennen. Ja, ist noch schön am Kleben. So soll das auch sein. Ne? So sehen die dann aus. Sind verschiedene Muster halt drauf. Mal gucken, ein paar habe ich schon auseinandergeschnitten. Und dann gucken wir jetzt mal, wie man das Ganze jetzt hier ein bisschen gestaltet. So, dann gucken wir erstmal hier. Das sieht schon mal gut aus. Wenn er das Ganze klebt, braucht er da erstmal, wenn der Latex noch relativ frisch ist, oder halt das Flexipaint. Müsst ihr eigentlich nichts drauf machen, groß. So, weil ihr immer gucken müsst, dass ihr eine Schere habt, die was taucht. So, muss ich gucken. Die eine ist mir schon kaputt gegangen, die andere Schere, die ist irgendwie schon wieder stumpf. Und irgendwie habe ich auch nicht so wirklich Platz wieder. Aber naja, werde ich wohl ein bisschen aufstehen müssen. Entschuldigung, Leute. So. So, dann haben wir hier schon mal was. Die Reststücke lassen wir erstmal liegen. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Mal ein Stück, wo noch was dran ist. Das setzen wir dann hier oben mal dran. Ich hoffe nur, dass das Ganze passt. Hier oben der Umfang schon ein bisschen größer ist. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann setzen wir halt noch ein Stück dran. So. Gucken wir mal. So hinkriegen. So, haben wir noch ein Stück. Schneiden wir hier ein bisschen ab. Dann setzen wir das Ganze hier oben wieder dran. Ja. Wirklich so, dass es auch bündig ist.
machen wir hier noch das letzte Stück. Schere. So. Ja, das ist jetzt nicht so schön geworden. So. Naja, ist okay. Kann man so lassen. So. Jetzt habe ich hier so ein bisschen, da ein bisschen. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, ob ich jetzt hier an die Klinge noch ein bisschen was dran machen soll. Also quasi so. Ich probiere jetzt einfach mal aus. Hey kid, don't ever let them get inside your head. So Leute, sind noch nicht ganz alle Verzierungen drauf. Ich muss noch ein paar neue Abgüsse noch dazu machen. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen bei der Menge verschätzt. Gehe jetzt aber schon mal hin und werde schon mal so die Übergänge nochmal mit Latex drüber gehen. Also quasi, dass das alles irgendwie so miteinander ein bisschen verschweißt. Wenn er versteht, was ich jetzt hier meine. Ja? Das hält dann auch ein bisschen davon ab, dass die Abgüsse nachher irgendwie abreißen. Wenn er das hier so mit Einlatex oder halt mit Flexipaint, das geht natürlich genauso. Ist ja nicht noch großer Unterschied. Es ist ja fast ähnlich, die Verarbeitung. So, das mache ich jetzt einmal rundrum. Auch an den Stellen, wo noch kein Dings drauf ist, also noch die Abgüsse fehlen, damit das dann morgen besser drauf kleben bleibt. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch einen Tag. Hoffentlich komme ich damit hin. Ich habe mich um 4 bis 6 Abgüsse vertan. Ich hätte noch ein paar mehr gebraucht. Naja, nicht schlimm. Passt. So Leute, ich habe ein bisschen vorarbeiten müssen, weil hier unten trocknet das nicht so besonders gut, weil es recht kühl ist. Bin quasi hingegangen, habe das Ganze erstmal ein bisschen dunkleres Metall gemacht. Anschließend dann mit Acrylfarbe so ein bisschen mit dem Pinsel drüber gebürstet. Das muss ich übrigens oben am Kopf noch ein bisschen machen. Auch mit Gold noch so ein bisschen drüber gegangen. Das Ganze habe ich schon oben und unten gemacht. Mit den Abgüssen, das hat mich leider auch einen Tag mehr gekostet, wie ich eigentlich gedacht hatte. Und bin trotzdem gerade heute noch so hingekommen damit. So, dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt war immer ein bisschen Silber. Und weil ich gemerkt habe, dass man da ziemlich bescheiden an die inneren Seiten dran kommen kann, werde ich ein bisschen mit dem Pinsel hingehen und werde das Ganze so ein bisschen verteilen. Noch ein bisschen metallischer nachher wird. An den Zinken quasi bin ich schon drüber gegangen. Nur halt noch nicht so hier auf den Innenteilen. Ich glaube, bei ein paar Teilen muss ich auch noch ein bisschen über das Gold drüber gehen. Da muss ich gleich auch mal gucken. Hey kid, don't ever let them get inside your head. So, das Silber lassen wir jetzt mal. An ein paar Stellen gehe ich jetzt noch ein bisschen mit Gold drüber. Hey kid, don't ever let them get inside your head. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen antrocknen. Und dann fangen wir an mit dem Topcoat. Die Farbe habe ich jetzt soweit was antrocknen lassen. Ich hoffe, das reicht. Dann nehmen wir mal den matten Topcoat. Und dann gucken wir mal, was wir aus dem ganzen Ding jetzt hier rauskriegen. Fangen wir erstmal an, ja, an dem oberen Stück. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of
with everything you know that you could get. Don't let them guide you. So Leute, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Der Topcoat ist dann soweit drauf. Unten am Fußteil hat jetzt schon drauf gemacht. So Leute, dann geht's mal weiter. Ich habe schon mal so ein bisschen wieder vorgearbeitet. Das untere Teil habe ich schon mal das Leder gewickelt. Dann fangen wir jetzt an und machen noch das obere Teil. Dazu mache ich jetzt erstmal wieder die falsche Seite. Andersrum. So. Ja, das ist die richtige. So, dann nehmen wir mal erstmal wieder doppelseitiges Klebeband. Ich rutsche mal ein bisschen rüber, weil ich ein bisschen hier von der Seite jetzt arbeiten muss. Wie gesagt, hier, das ist echt ein bisschen klein, die Ecke hier. Ich hoffe, dass ich demnächst ein bisschen mehr Platz habe zum Bauen für die Videos. So. Wie gesagt, dann nehmen wir doppelseitiges Klebeband. Das Ganze machen wir jetzt einmal bis oben hin. Und dann wickeln wir das Leder drum. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Das Leder ist jetzt dran. Dann nehme ich mir einen Schwamm, einen Handschuh, das ist irgendwas Gummiertes. Das ist Antik-Finish von Lederkram. Das Ganze so ein bisschen noch zu vermocken, damit das halt nicht mehr ganz so frisch aussieht. Hey kid. So Leute, jetzt sieht das Ganze nicht mehr ganz so neu aus. So, wie ihr seht, ja, das ist der Handschuh anziehen. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen einwirken. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Ich mache jetzt, glaube ich, noch kurz ein Video dazu, ein Stück. Ja, und dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch. So Leute, das war es mit dem Streitkolben, dem Zwergischen. Ne? Ich denke mal, das ist ganz okay. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen aufwendiger machen können und noch ein bisschen hübscher von den Farben. Aber naja, ich denke mal, das ist soweit okay, denke ich mal so. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare gern gesehen, Likes und sowas. Naja, ihr kennt das ja schon, habe ich ja schon oft genug gesagt. Dann hoffe ich mal, dass wir uns bei einem meiner nächsten Projekte sehen. Wir sehen uns.